In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man diesen Oszillator hier nutzen kann. Das ist der Williams Percent Range Indikator. Also schauen wir mal, wie man das mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Williams Percent Range WPR Indikator verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst öffnen wir Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Trade-Bibliothek ein, um ihre Funktionen zu nutzen. Wir erstellen eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. In der Funktion onTick berechnen wir den Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die Anzahl der Ziffern für das aktuelle Symbol. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bitpreis unter Verwendung des Parameters SymbolBit. Wir erstellen eine String-Variable namens Signal, um unser Kauf- oder Verkaufssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir ein Array mit dem Namen WPArray, um verschiedene Preiswerte zu speichern. Wir definieren die Eigenschaften des WPR-Indikators mit Hilfe der Funktion IWPR mit dem aktuellen Symbol, dem aktuellen Zeitraum und einem Zeitraum von 14. Anschließend sortieren wir das WPR-Array mit der Funktion ArraySetAsSeries von der aktuellen Kerze abwärts. Wir kopieren die WPR-Werte mit der Funktion CopyBuffer in das WPR-Array und geben dabei die WPR-Definition, den Puffer-Index 0, die Startposition 0 und die Anzahl der Werte 3 an. Wir erhalten den Wert der aktuellen Kerze, indem wir das erste Element von WPR-Array auf 2 Dezimalstellen normalisieren und in der Variablen WPR-Value speichern. Wir prüfen, ob der WPR-Value zwischen -80 und -100 liegt, um ein Kaufsignal zu generieren, und setzen die Signalvariable auf Buy. Liegt der WPR-Wert zwischen -20 und 0, wird ein Verkaufssignal erzeugt und die Signalvariable auf Sell gesetzt. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, verkaufen wir 10 Microlots mit der Funktion TradeSell. Wir übergeben 0,10 für das Volumen, 0 für das Symbol, Bit für den Preis, Bit plus 300 Punkte für den Take Profit, Bit minus 250 Punkte für den Stop-Loss und 0 für den Kommentar. Wenn das Signal Buy ist und es keine offenen Positionen gibt, kaufen wir 10 Microlots mit der Funktion TradeBuy. Wir übergeben 0,10 für das Volumen, 0 für das Symbol, Ask für den Preis, Ask minus 300 Punkte für den Stop-Loss, Ask plus 250 Punkte für den Take Profit und 0 für den Kommentar. Wir geben das aktuelle Signal auf dem Chart aus, indem wir die Funktion Kommentar verwenden. Zum Schluss drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Williams Percent Range Indikator verwendet, um mit nur wenigen Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, ich habe jetzt meinen Expert Advisor hier auf dem Chart. Ich hoffe, bei Ihnen hat das auch funktioniert. Wenn das zu schnell war oder wenn Sie nicht wissen, was der Code so macht, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.